Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video nach der Sommerpause aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Ich freue mich, dass es jetzt hier nach dem Sommer endlich wieder losgeht mit einem leicht veränderten Konzept. Wir werden jetzt alle 14 Tage ein Video online stellen, so wie ihr es kennt, in einer gekürzten Version. Das heißt, ich male ein Motiv für euch und ihr könnt mir dabei über die Schulter schauen. Es wird nach wie vor Erklärungen von mir geben und dieses Video wird, wie gesagt, etwas eingekürzt sein. Alle Unterstützer unseres Kanals bekommen die lange, ungekürzte Version und zusätzlich gibt es immer noch eine kleine Übung zum Thema. Mein heutiges Motiv seht ihr schon hinter mir. Ich bin jetzt hier direkt vor Ort in Südschweden. In der nächsten Woche beginnt hier meine Malreise. Ich freue mich schon auf die 12 Teilnehmer und auf ein paar schöne, entspannte Maltage. Ich starte jetzt hier gleich vor Ort mit meinem Skizzenbuch mit der kleinen ergänzenden Übung zum Film. Diese Übung ist jetzt gleich zu sehen für alle Unterstützer unseres Kanals. Wenn dich das auch interessiert und du dich informieren möchtest über die verschiedenen Möglichkeiten und Pakete, dann schau unter dem Video. Dort findest du den Link, deine Unterstützung zu Steady und da kannst du dich über alle Möglichkeiten informieren. Ich werde jetzt also gleich beginnen, um das Motiv ein bisschen herumzulaufen und versuchen, die schönsten Blickwinkel zu erwischen. 2 verschiedene Bildkompositionen werde ich in kleinen Tonwertskizzen dann malen und diese zeigen wir in der ungekürzten Version für alle Unterstützer unseres Kanals. Mit allen anderen, die jetzt die gekürzte Version des Videos genießen, gehe ich gemeinsam ins Atelier und male dieses Motiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Sienna gebrannt, Kobalttürkis Light von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von der Firma Schminke, Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Perilane Green von der Firma Schminke und Lichter Ocker von Winsor Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arches, Graphin 300 Gramm. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Über dem Bild seht ihr noch den Aquarellstift liegen. Das ist ein Caran d'Ache Aquarellstift. Der Farbton ist Dark Gray. Ich arbeite mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, dem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, dem Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, einem kleinen synthetischen Pinsel in der Größe 6 und dem Flachpinsel auch aus Synthetik in der Größe 10. Bevor es gleich mit dem Motiv losgeht, zeige ich euch hier noch einmal die beiden Tonwertskizzen, die ich in der Vorbereitung auf das große Motiv gemalt habe. Ich habe 2 verschiedene Formate ausprobiert, einmal ein Hochformat und einmal ein Querformat und auch die Beleuchtungssituation und die sich daraus ergebenden Tonwerte sind bei beiden Bildern sehr verschieden. Wir haben hier eine Himmelsform, die deutlich dunkler ist als der Leuchtturm selbst und dadurch, finde ich, kommt der Leuchtturm sehr gut als Bildfokuspunkt heraus. In diesem Bildentwurf ist der Himmel die hellste Form und der Leuchtturm hier auf seiner rechten Seite deutlich dunkler als der Himmel. Beide Entwürfe haben natürlich etwas für sich und es ist dann immer die Entscheidung letztendlich, welchen von beiden man umsetzt oder vielleicht sogar beide. Es gibt, finde ich, da auch kein richtig oder falsch. Letztendlich ist es eine künstlerische Entscheidung, die jeder Künstler nur selbst treffen kann und daher auch sein Bild einzigartig macht. Beide Tonwertskizzen, die Referenzfotos und auch noch 2 zusätzliche Fotos zum Umsetzen für eigene Motive gibt es für Unterstützer unseres Kanals. In diesem Extrafilm für die Unterstützer gibt es das folgende Motiv auch in der langen, ungekürzten Version. Hier liegt jetzt schon meine Skizze und das Referenzfoto für das Motiv seht ihr hier. Ich habe mich für mein Motiv für einen leichten und einfachen Sommerhimmel entschieden, der im Bild nachher eine der hellsten Formen sein soll. Ich arbeite jetzt hier mit Kobaltblau und einer sehr wässrigen Farbmischung auf trockenem Papier. Strich für Strich wird mit einem tropfnassen Pinsel die blaue Farbe aufgetragen. Ihr seht, wie sich hier am unteren Rand immer ein Tropfen bildet und in diesen Tropfen hinein kommt der nächste Pinselstrich.
Ich arbeite über den Leuchtturm hinweg. Die linke helle Seite werde ich gleich aus der Farbe wieder heller herausholen. Ich arbeite bis zum Horizont und sauge hier den letzten Pinselstrich mit der Pinselspitze ab. Mit dem angefeuchteten und hier etwas trocken gezupften Flachpinsel hole ich jetzt auf der linken Seite die sonnenbeschienene Form des Leuchtturms wieder aus der Farbe heraus. Die Farbe ist jetzt noch nass und deshalb muss der Pinsel hier, der Flachpinsel, wirklich schön trocken sein, beziehungsweise nebelfeucht nenne ich das gerne. Weiter geht es mit der Fläche des Meeres und hier habe ich beim Erstellen meiner Tonwertskizze gemerkt, dass es gut ist, wenn der Tonwert für das Meer nicht zu hell ausfällt. Ich mische jetzt in die vorhandene Blaumischung für den Himmel etwas Ultramarinblau dazu und auch einen Hauch Sienna gebrannt, um das Blau in seiner intensiven Farbigkeit etwas zu mildern. Ich habe nach wie vor hier eine sehr große Farbpfütze mit viel Wasser und addiere jetzt sehr viel Pigment hinein, damit der Tonwert kräftiger wird. Ich beginne mit dem Rotmarderhaarpinsel und ganz schnell gezogenen Strichen über das Papier, und da ich hier mit gutem Büttenpapier arbeite, bekomme ich diesen aufgerissenen Pinselstrich, der gleich jetzt hier das Glitzern der Sonne auf dem Wasser andeutet. An der linken Seite hier möchte ich nicht so viel Glitzer haben und auch hier am Leuchtturm selbst soll das Blau schön für eine scharfe Kante sorgen. Aber hier auf dieser Seite soll die Sonne auf dem Wasser gerne zu sehen sein. Hier beginne ich jetzt schon die Felsen auszusparen. Und hier im vorderen Bereich des Meeres möchte ich ein paar Wellen, die ans Ufer rollen, weiß stehen lassen. Diese Fläche können wir jetzt in Ruhe trocknen lassen und uns in der Zeit den Felsen widmen. Wir haben ja auf unserem Referenzfoto eine deutlich sonnenbeschienene Seite hier oben auf den Felsen, eine schattige Seite, die ich dann später mit Schattenfarbe noch übermalen werde, jeweils da, wo die Felsen steil abstürzen, und wieder sonnige Stellen hier auf dem großen Felsen direkt im Vordergrund. Hier gibt es viele dunkle Stellen, auch hier fallen die Felsen steil ins Meer ab und diesen Schattenauftrag werde ich dann im zweiten Farbauftrag machen. In der Realität ist dieser große Felsen hier zum Teil weiß angestrichen. Ich vermute, das ist deshalb gemacht worden, damit die Schiffe den Leuchtturm noch besser aus der Entfernung wahrnehmen können. Das werde ich nicht so malen. Ich werde hier eine Felsenformation malen, die einfach in ihrer natürlichen Farbigkeit sich zeigt. Für die Granitfelsen verwende ich einerseits Himmelsblau, also jetzt hier eine Mischung aus Kobaltblau und Ultramarinblau, dann die Farbe Sienna gebrannt, etwas Kobalttürkis Light gleich und ein wenig Alizarin Karmesin. Das Blau und das Braun zusammengemischt, also das Kobaltblau und das Sienna gebrannt, ergeben ein wunderbares neutrales Grau. Und wenn jetzt das Blau in der Mischung überwiegt, dann wird es ein bläuliches Grau. Und das ist immer eine schöne Farbe für Felsen, auf denen sich das Sonnenlicht fängt. Diese Schären in der Südküste von Schweden haben eine sehr unterschiedliche Farbigkeit. Es gibt Blau, Grün und Rottöne. Und das versuche ich hier mit einem relativ bunten ersten Farbauftrag auch zu zeigen. Die Mischung Kobalttürkis Light mit Alizarin Karmesin gibt auch ein schönes, leichtes Grau. Auch sehr schön geeignet für Felsen und Steine.
Jetzt brauche ich unbedingt noch Struktur auf der Fläche und da spritze ich zunächst mal mit meiner Sprühflasche feine Tröpfchen in die Felsformation hinein. Das gibt schon mal so eine schöne, ja, interessante Struktur. Und etwas größere Wassertropfen spritze ich mit der Pinselspitze aufs Papier. Das ist jetzt reines Wasser. Und das Wasser verdrängt das Pigment, bildet kleine Ränder und es entstehen so kleine kristallartige Flecken auf der Fläche, die so eine Felsoberfläche eigentlich sehr schön wiedergeben. Außerdem spritze ich mit dem synthetischen Pinsel auch etwas dunkle Farbe in die Fläche hinein. Auch das dient jetzt dazu, den Felsen noch ein bisschen mehr Struktur zu geben. Als nächstes male ich die entfernten Inseln hinten am Horizont mit einer Mischung aus Kobaltblau und Alizarin-Karmesin. In dieser Mischung überwiegt das Blau, sodass ein bläuliches Violett entsteht. Das nächste ist der Turm selbst und hier beginne ich mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und ein bisschen Alizarin-Karmesin für die rechte schattige Seite des Daches. Auf unserem Vorlagenfoto ist ja zu sehen, dass die rechte lichtabgewandte Seite deutlich dunkler ist als der Himmel und dementsprechend versuche ich jetzt hier einen nicht zu blassen Farbauftrag auf das Dach zu bringen. Zur lichten Seite hin versuche ich mit klarem Wasser anzulösen, zu verblenden, denn das Dach ist ja eine runde Form und mit dieser weichen Kante, die hier entsteht durchs Verblenden, kann man die Rundung sehr gut darstellen. Für den unteren Teil des Turmes verfahre ich genauso. Ich mische mir Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin für einen violetten Schattenton und trage hier die Schattenform ein. Ein bisschen Sienna gebrannt kommt noch hinzu, um den Schatten in der Farbigkeit zu variieren. Und die Rundung wird wieder hergestellt, indem ich hier mit klarem Wasser und angefeuchteten Pinsel dagegen gehe und den Rand hier weich anlöse. Nicht zu viele Strichbewegungen, gerade so viel, dass sich die Farbe weich in die angefeuchtete Fläche hinein bewegt. Hier wird der Schatten ein wenig bräunlicher. Das sind die Felsen, die das reflektierte Licht zurückwerfen und den Schatten hier anwärmen an dieser Stelle. Bevor ich jetzt mit den Details den Turm noch weiter ausarbeite, möchte ich die großen Schattenformen auf den Felsen malen. Und ich beginne da zunächst einmal mit der Form des Busches hier auf der linken Seite und arbeite mich dann von links nach rechts durch die gesamte untere Hälfte des Bildes. Dieser Busch hat natürlich grüne Blätter, aber ich möchte dieses Grün nicht so leuchtend hier an meinen Bildrand platzieren, denn das Hauptaugenmerk für den Betrachter soll eindeutig auf dem Turm liegen und die Farbe Grün wäre jetzt doch recht exponiert hier in meinem Bild. Ansonsten kommt Grün in dem ganzen Motiv nicht vor. Das heißt, als Bildeintritt hier auf der linken Seite sollte das Grün jetzt wirklich eine sehr stark gebrochene Farbigkeit bekommen.
Ich nehme hier das Perylane Green gemischt mit ein bisschen Himmelsblau und einem Hauch Lichterocker. Hier mit der Unterkante des Busches werden schon die Felsen ausgearbeitet, die sich darunter befinden. Und jetzt geht es hier direkt unmittelbar weiter mit dem Farbauftrag für die Felsen. Das ist jetzt eine Mischung aus Ultramarinblau und Alizarin Karmesin, ab und an etwas angewärmt mit einem klein bisschen Sienna gebrannt. Ab und an löse ich mit feiner Pinselspitze diese Kanten hier von der lichten zur schattigen Seite etwas an, denn die Felsen runden sich, es sind keine wirklichen scharfen Kanten, wobei bei diesen Granitfelsen es auch manchmal eine direkt scharfe Kante gibt. Bevor diese Fläche jetzt hier, die große Schattenfläche, komplett trocknet, möchte ich auch hier wieder etwas Struktur hineinbringen und ich spritze wieder mit der Pinselspitze ein paar Wassertropfen in die Fläche hinein. Hier vorne gibt es diese charakteristischen Risse in der Felsoberfläche. Und hier gibt es noch ein paar waagerechte Schattenformen. Im vorderen Bereich setze ich jetzt mit dem seitwärts gehaltenen Pinsel ein paar Strukturstriche in die Fläche hinein, nicht zu viel, um anzudeuten, dass es hier Flechten und Moose auf dem Felsen gibt und auch einige Risse im Gestein. Diese typischen Felsrisse male ich jetzt mit meiner feinen Pinselspitze auch noch hier in diese schattige Form hinein, kommend von der Lichtseite mit einer wirklich feinen Linie und nicht zu gleichmäßig, das heißt, die Linie wird mal dicker und mal dünner, kann ich jetzt hier diese aufgespaltenen Felsbrocken noch andeuten. Hier ist jetzt gerade noch ein bisschen zu nass, da muss ich noch ein bisschen warten, das mache ich dann etwas später noch. Vielleicht geht es hier schon gut.
Diese feinen Risse im Felsen kann man auch sehr gut mit einem Aquarellstift machen. Das zeige ich hier. Das ist jetzt ein grauer Stift von Caran d'Ache. Ein sehr schöner, weicher Aquarellstift, der jetzt hier genau die feinen, nicht zu dunklen Linien ziehen kann, die ich für diese Risse gerne haben möchte. Den Busch hier links vom Leuchtturm möchte ich noch ein bisschen dunkler in der Farbigkeit haben. Ich mische mir noch einmal Perylane Green mit Sienna gebrannt und ein bisschen Ultramarinblau und gebe hier unten wieder auf der rechten Seite noch ein bisschen dunkle Farbe daran und verblende sie weich nach links. Nun male ich noch einige Details in den Turm hinein. Ich beginne mit durchbrochenen Pinselstrichen. Mit sehr trockenem Pinsel mische ich mir Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Etwas mehr Blau als Braun. Und versuche jetzt mit schnellen Strichen und wirklich sehr trockenem Pinsel ein paar Details hier noch einzutragen. Diese Akzente sollen eine gewisse Leichtigkeit behalten. Das heißt, es kommt sehr wenig Farbe ans Papier und diese Striche sind nur fürs Auge gerade ebenso wahrnehmbar. Und dabei hilft mir der durchbrochene Pinselstrich, dass man nicht so eine durchgezogene schwarze Linie hier hat, sondern ja, einen angedeuteten Strich, der gerade ebenso zu erkennen ist. Jetzt kommt mit reinem Kobalttürkis Light dieses wunderschöne grüne Leuchtfeuer hier noch in den Turm hinein. Diese Farbe darf jetzt richtig leuchten und die Blicke auf sich ziehen. Und warum nicht daneben einen schmaleren roten Strich noch setzen. So, das war mein Motiv für heute. Ich hoffe, du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Wenn du die lange Version genießen möchtest und die einführenden Tonwertskizzen auch noch sehen möchtest, dann empfehle ich dir, bei unserer Steady-Unterstützer-Gemeinschaft mitzumachen. Unter dem Video findest du den Link zu Steady, deine Unterstützung. Da kannst du dich über die einzelnen Pakete informieren. Ich freue mich über jede Art der Unterstützung und sage herzlichen Dank dafür. Du kannst natürlich meine Videos hier in der Aquarellwerkstatt auf dem YouTube-Kanal auch völlig kostenfrei genießen. Darüber freue ich mich auch. In 14 Tagen gibt es hier ein neues Video zum Thema Aquarellmalerei. Tschüss, bis dahin.